Hallo zusammen, heute habe ich ein gutes Beispiel für eine Meet-Call-Tools, wie ihr dann so verwenden könnten für die KI-Telefonassistent. Und die Idee ist das so, dass wir dann eine KI-Assistent haben. Der Kunde fragt über die Bestellstatus. Wir holen dann so die Bestellinformationen aus dem Google Sheet mit dem Meet-Call-Tools. Dann prüfen wir, ob das so gibt. Wenn gefunden ist, dann geben wir diese Information an den KI-Assistent und dementsprechend, der kannst du dann Auskunft über die Bestellung geben. Damit, dass wir starten, erstmal loggen wir uns auf dem Formular und dann gehen wir in der Automation-Plattform. Dann können wir ganz einfach eine neue Automation starten. Als erster Schritt nehmen wir den Tools Webhook und aus dem Trigger Catch Webhook. Da kommen dann so da kommt so eine URL hier und da gibt es dann so Authorization, da kann man es dann nochmal begrenzen, damit dass dann keine andere drauf zugreift, aber in dem Fall, das ist für Test und nehme ich einfach den URL mit. Ich öffne dann den zweiten Tab, den Meet Call Tools, und da erstelle ich dann seine neue Meet Call Tools. Dann wäre die Name Beispiel Get Order Status Liste und unter die Beschreibung werden wir die Beschreibung dazu da werde ich dann die Beschreibung nochmal so in der Videobeschreibung nochmal so hinzufügen und als Endpoint dann gehen wir dann zurück auf unsere Automation Endpoint. Da kopieren wir mal die Webhook und das ist dann so ein wichtiger Punkt, vielleicht Test nehmen. Dann heißt das so für uns, dass erstmal die Daten getestet werden können und am Ende wechseln wir dann Sync, damit das dann so quasi die Antwort kommt. Dann in der Header Content Type bleibt der JSON und dann werden wir dann so Parameter hinzufügen. Unter die Parameter vergeben wir dann seinen Name, Order ID Beispiel oder Bestellnummer und da bei unserem Fall ist eine Zahl und da können wir dann so hier schreiben, the Order ID Variable from the Call und da gehen wir dann einmal auf Erstellen, dann Meet Call von uns erstellt. Da können wir dann so gleichzeitig auf unsere Automation gehen und da klicken wir auf dem hier oben auf dem Test. Dann sehen wir, dass der Test ausgeführt ist. Der Order ID ist das 1. Soweit ist in Ordnung. Dann wechseln wir hier auf Sync, damit dass dann so in der Protection bei unserem Assistent immer das funktioniert und die Daten zurückkommen. Und dann gehen wir einfach auf den Plus. Gleichzeitig gehen wir in Google Drive, erstelle ich eine Google Sheet Datei und dann würde ich die Daten sowie Telefonnummer, Bestellnummer, dann Status und Produkt zu nehmen und dafür gebe ich dann zu der Telefonnummer und Bestellnummer ist Status ist verschickt, Produkt ist LED Rückleuchten. Was wir dann so noch machen können, nochmal Name, dann Versanddienstleister. Da können wir dann so ein paar Beispieldaten so nehmen und da können wir später dann so die Daten natürlich dann so nochmal ergänzen. Da gehen wir in unsere Automation-Plattform und da gehen wir auf den Plus. Und hier suchen wir einfach Google Sheet, dann bei Action, dann suchen wir Find Raw, also dass wir dann so suchen, dann verbinden wir mit unserer Google Sheet und dann wählen wir dann unsere Google Sheet, da habe ich dann so hier und dann sagt ihr suchen, also der Name, welche Spalte soll ich dann suchen, also ich sage dann so unter die Bestellnummer und was soll ich dann suchen. Da können wir dann so ganz einfach dann so hier den Order ID, also quasi wenn man draufklickt hier, den auf rechter Seite, da steht Order ID, das kommt von dem Meet Call, also der Assistent filtert das dir ein. Ich würde in dem Fall einmal meine Testnummer eingeben, also 156, dann testen wir einmal, dann schauen wir mal, ob es findet. Okay, die Daten hat gefunden. Dann kann ich dann so die Value wieder zurück auf Meet-Call, was gegeben hat, also Order ID, so dass man das ersetzt wird. Dann gehen wir auf dem nächsten Schritt auf den Plus. Dann können wir dann so die Daten wieder an den Assistent zurückgeben
Und dann wählen wir dann Webhook und dann Return Response, also die Daten wieder zurückgeben an den Assistent, wenn du erhalten hast. Und hier können wir dann so ganz einfach unsere JSON-Datei so bauen. Also welche Daten will ich dann so in Defects zurückgeben. Quasi einfach die Spalte alles nehmen, wo in der Header ist. Also entweder könnt ihr oder da geht ihr einfach auf dem ChatGPT oder bei Claude so Format in JSON. Value werde ich selbst vergeben. Dann mir die JSON-Datei gegeben, kopiere ich den und füge ich hier rein. Und dann kann ich dann so ganz einfach die Telefonnummer in der Effekt, was der Google Sheet schon bei meinen Tests schon gefunden hat. Da kann ich dann einfach draufklicken und will quasi, da kann ich die Spalte ersetzen und dann ist Status verschickt. Produktname ist D, was da hier noch fällt, so Name, da können wir nochmal vergeben. Versanddienstleister wäre UPS, Tracking-Nummer, das ist der, was wir in unserer Google Sheet haben. Da können wir auch testen, dass da dann zur JSON-Datei richtig ausgeführt wird. Soweit, dann können wir dann so ganz oben auf dem Namen klicken und so Bestelltest. Und dann gehen wir dann oben auf den Publish und soweit ist unsere Meet-Call steht, Automation funktioniert. Jetzt gehen wir dann so in der Assistentenseite. Dann wähle ich dann so meine Assistenten und unter die Prompt, da kann ich dann unter die eigene Werkzeug dann nochmal meine Get Order Status Liste. Das ist quasi der Meet-Call Tools, was ich verwenden habe. Dann einmal auswählen und dann gehe ich einfach in der Prompt Editor und da können wir dann so ganz einfach schreiben, quasi, dass wir eine Meet-Call haben und wenn der Kunde Bestellnummer eingibt, dann sollte diese Meet-Call Tools verwenden, um die Bestellinformation bekommen. So, dann gehen wir einmal auf Senden. Also ich habe so geschrieben, also wenn da eine Kunde fragt dann über die Bestellinformation, dann mit der Bestellnummer, dann nutze den Meet-Call Tools mit den Order-ID, also mit der Bestellnummer und du bekommst dann alle Informationen, was von dieser Information, also von Bestellung, was wir haben. Im Endeffekt, da hatte dann so uns quasi unsere Skript so geändert. Dann können wir dann ganz einfach alle annehmen. Dann gehe ich auf Speichern, dann schließen. Dann gehe ich oben einmal auf dem Speichern und oben auf dem Testassistent klicken. Dann Unterhaltung starten. Dann fragen wir so, ich habe eine Bestellnummer, wollte fragen, ob verschickt ist. So, und dann kann man so dann so direkt so hier sehen, wenn der Meet-Call Tools genutzt wird, sehen hier, was kommt dann so von die Information, also was hatte dann so die Assistent ausgefüllt, also Order ID 156 und da steht ihre Bestellung mit der Nummer 156, wurde LED rückleuchten, wurde bereit verschickt, die Versanddienstleister ist UPS und quasi die Daten hat man. Die Vorteile natürlich bei Meet-Call Tools, du musst nicht jede Felder dann nochmal erklären, was da ist, sondern der Assistent kann dann selber verstehen, was da alles bedeutet und dementsprechend, der kannst du dann zur Auskunft geben. Ich hoffe, das könnte dir dann so helfen, dass du dann so weitere Meet-Call Tools stellen kannst, damit, dass du dann so deinen Assistent tief integrieren kannst in deine CRM, in dein bestehendes System oder ERP-System. Und so ist das natürlich nicht nur eine Anrufbeantworter deiner Assistent, sondern der ist tief integriert in der Unternehmer und da kannst du dann so viele Aufgaben erledigen. Danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal.